Technische Geräte und Erfindungen. Fluch oder Segen? Technische Geräte und Erfindungen spielen heute eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Ohne sie können wir uns den Alltag kaum vorstellen. Sie helfen uns, schneller zu arbeiten, leichter zu kommunizieren und viele Aufgaben bequemer zu erledigen. Aber gleichzeitig bringen sie auch einige Probleme und Risiken mit sich. Technologie hat viele Vorteile. Sie macht unser Leben einfacher und moderner. Zum Beispiel sparen Geräte wie Waschmaschine, Computer oder Smartphone viel Zeit. Mit dem Smartphone kann man telefonieren, Musik hören, Nachrichten schreiben oder im Internet lernen. Außerdem helfen neue Erfindungen in der Medizin, Krankheiten besser zu behandeln und gesünder zu leben. Trotz aller Vorteile gibt es auch Nachteile. Viele Menschen verbringen zu viel Zeit am Handy oder Computer. Das ist schlecht für die Augen und den Schlaf. Außerdem werden manche Menschen abhängig von der Technik. Sie können sich ihr Leben ohne Internet kaum vorstellen. Ein weiteres Problem ist der Datenschutz. Viele geben zu viele persönliche Informationen im Internet weiter. Wie man verantwortungsvoll mit Technik umgeht. Man sollte technische Geräte mit Verantwortung benutzen. Es ist gut, manchmal eine Offline-Zeit zu haben, also ohne Handy oder Computer. So können wir uns besser entspannen und wieder mehr Kontakt mit Menschen im echten Leben haben. Beim Kauf eines neuen Geräts sollte man auf Qualität, Preis und Energieverbrauch achten. Zusammenfassend kann man sagen, Technik ist sehr nützlich und macht unser Leben einfacher. Aber wir müssen lernen, sie richtig zu benutzen, um nicht abhängig zu werden. Nur so können wir alle Vorteile genießen und trotzdem gesund und frei bleiben. Wir nutzen sie jeden Tag, oft ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Technologie. Klar, sie verspricht uns ein einfacheres, schnelleres und irgendwie auch vernetzteres Leben. Aber was ist der wahre Preis dafür? Und genau das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Warum unsere liebsten Gadgets eben doch ein zweischneidiges Schwert sein können. So, erster Punkt, und der ist uns allen ja total vertraut. Technologie ist schon lange kein Werkzeug mehr, das wir bei Bedarf mal kurz aus der Schublade holen. Nein, sie ist zu einem ständigen Begleiter geworden, der wirklich tief in unserem Alltag verwurzelt ist. Und hey, das ist absolut keine Übertreibung. Die Quelle macht das ganz klar. Technologie spielt nicht nur irgendeine Rolle, sie ist praktisch zum Betriebssystem unseres modernen Lebens geworden. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, ob wir wollen oder nicht, sie ist einfach da und steuert so vieles. Schauen wir uns doch mal diese ganz alltäglichen Beispiele an. Kühlschrank, Herd, Waschmaschine. Wir halten die für total selbstverständlich, aber eigentlich sind das kleine technologische Wunder, die unseren Alltag komplett revolutioniert haben. Und heute? Tja, heute steht der Computer ganz selbstverständlich mit in dieser Reihe. Er ist genauso unverzichtbar geworden. Aber klar, die Entwicklung hat ja nicht bei den großen Kisten in unseren Häusern Halt gemacht. Jetzt tragen wir diese technologischen Wunder direkt in unseren Taschen mit uns herum. Und hier geht es jetzt um die Geschenke dieser Erfindungen, diesen unglaublichen Komfort, den wir auf Knopfdruck bekommen. Die Quelle nennt den Computer als eine der wichtigsten Erfindungen überhaupt. Aber das wirklich Faszinierende ist doch, was seitdem passiert ist. Die Rechenleistung, die früher einen ganzen Raum gefüllt hat, steckt heute in unserem Smartphone. Man muss sich das mal vorstellen. Wir tragen eine komplette technologische Revolution in unserer Hosentasche. Überleg mal, was man früher alles gebraucht hat. Ein Telefon, eine Kamera, einen Musikplayer, ein Lexikon, man musste zur Bankfiliale gehen. Heute ist all das und noch so viel mehr in diesem einen einzigen Gerät vereint. Es ist wirklich das Schweizer Taschenmesser des 21. Jahrhunderts. Und das Ergebnis von all dem?
Tja, das ist ein enormer Gewinn an Effizienz und Freiheit. Wir sparen bei alltäglichen Dingen unglaublich viel Zeit und gewinnen eine Flexibilität, die vor ein paar Jahrzehnten einfach noch unvorstellbar war. Das ist das große, unbestreitbare Geschenk der Technologie. Aber, und das ist jetzt ein ganz großes Aber, nichts im Leben ist umsonst. Nachdem wir uns all die Vorteile angesehen haben, müssen wir die Perspektive wechseln und uns ehrlich fragen, was ist denn der wirkliche Preis für all diesen Komfort? Wo liegen die versteckten Nachteile? Und die Schattenseite fängt ja oft schon mit diesem Gefühl an, das wir alle nur zu gut kennen. Pure Frustration. Das Gerät geht genau dann kaputt, wenn man es am dringendsten braucht. Der Akku ist natürlich immer dann leer, wenn weit und breit keine Steckdose in Sicht ist. Allein diese ständige Sorge zeigt doch, unsere Abhängigkeit macht uns auch ganz schön verletzlich. Schaut mal, diese Gegenüberstellung hier bringt das Dilemma perfekt auf den Punkt. Auf der einen Seite ständige Verbindung und Unterhaltung. Super. Auf der anderen Seite die Kosten für unsere Augen und unseren Schlaf. Wir bekommen Zugang zu unendlich vielen Informationen, bezahlen aber oft mit unserer Privatsphäre. Die Lektion ist also klar. Jeder Vorteil hat seinen Preis. Und die Liste der Kosten ist damit noch nicht am Ende. Neue Geräte sind teuer, oft sogar sehr teuer. Viele von uns verbringen einfach zu viel Zeit vor ihren Bildschirmen. Die Quelle wird hier sogar richtig praktisch und gibt uns den Rat, als Verbraucher klug zu sein. Achtet auf Preis und Design und, ganz wichtig, hebt den Kassenbon auf. Das zeigt doch, wie sehr diese Probleme schon im Alltag angekommen sind. So, jetzt haben wir also die zwei Seiten der Medaille gesehen. Die enormen Vorteile auf der einen, die spürbaren Nachteile auf der anderen. Wie finden wir da jetzt also einen Weg nach vorne? Zum Glück lässt uns die Quelle da nicht im Regen stehen, sondern schlägt eine Lösung vor. Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Und hier kommt die persönliche Meinung des Autors ins Spiel, die das Ganze super zusammenfasst. Ich zitiere mal. Ich finde, dass technische Geräte und Erfindungen viele Vorteile haben, weil sie uns Zeit sparen und das Leben interessanter machen. Aber man sollte sie mit Verantwortung benutzen. Genau dieses Aber, das ist der Schlüssel. Es geht um eine bewusste Entscheidung. Und das bringt uns wirklich zum Kern der Sache. Es sagt ja niemand, wir sollen zurück in die Steinzeit. Auf keinen Fall. Es geht nicht darum, Technologie komplett abzulehnen. Es geht darum, nicht von ihr abhängig zu werden. Der Fokus liegt also auf unserer Beziehung zu diesen Geräten, nicht auf den Geräten selbst. Und wie könnte so ein verantwortungsvoller Weg aussehen? Naja, hier sind quasi 4 praktische Schritte. Schritt 1 ist einfach, die Vorteile anerkennen und genießen. Schritt 2 ist der entscheidende, Verantwortung übernehmen. Drittens, und das ist oft das Schwierigste, ganz bewusste Pausen einlegen, also Zeit offline verbringen. Und das Ziel von all dem ist dann Schritt 4, die Vorteile nutzen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Frei bleiben, anstatt sich von der Technik kontrollieren zu lassen. Und das alles führt uns zu einer letzten, wirklich entscheidenden Frage, die diese ganze Analyse aufwirft. Eine Frage, die sich jeder von uns am Ende selbst beantworten muss. Wie nutzen Sie die Technologie, ohne dass die Technologie am Ende Sie benutzt? Denken Sie mal darüber nach. Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben hier einen Text vorliegen, den Sie uns geschickt haben. Und ja, er dreht sich um ein Thema, das uns alle betrifft. Technische Geräte und Erfindungen. Unsere Mission heute ist es, gemeinsam mal durch dieses Material zu gehen und so die Kernbotschaften rauszufiltern. Also, was will uns diese Quelle eigentlich über Technologie sagen? Genau. Der Text fängt ja direkt damit an, wie normal, wie selbstverständlich Dinge wie Kühlschrank, Herd oder Waschmaschine für uns geworden sind. Die Quelle sagt ja, das sind Helfer, ohne die wäre es im Alltag viel, viel mühsamer. Aber es geht nicht nur um den Haushalt. Der Text blickt ja weiter. Es geht darum zu verstehen, welche Rolle diese Technologien insgesamt spielen. Also laut diesem Text
Die guten Seiten, aber eben auch die Schattenseiten. Absolut. Und der Text, den wir uns hier für Sie anschauen, der versucht so eine Art Bestandsaufnahme, kann man sagen. Er beschreibt nicht nur die Erleichterungen zu Hause, sondern auch, wie tiefgreifend Technologien wie der Computer die Arbeitswelt und sogar das Lernen verändert haben. Wir schauen uns an, wie die Quelle das bewertet. Es ist halt dieses Spannungsfeld. Einerseits wird alles effizienter, andererseits gibt es neue Probleme. Zeit sparen, ja, aber auch Gesundheit, Datenschutzfragen, das spricht der Text alles an. Es ist sozusagen eine Einladung, diese verschiedenen Facetten mal zu betrachten, so wie sie in ihrem Material eben dargestellt werden. Okay, gut, dann steigen wir da mal tiefer ein. Ein Punkt, der immer wieder auftaucht, ist diese Allgegenwart von Technik. Nicht nur in der Küche, sondern quasi überall. Und eine Erfindung sticht da laut Quelle besonders heraus. Der Computer. Der wird ja als, fundamental beschrieben. Für Arbeit, Bildung, den Alltag, fast überall. Was macht ihn denn laut Text so wichtig? Also die Quelle hebt da hervor, dass der Computer und heute natürlich vor allem das Smartphone als seine Weiterentwicklung so eine Art Universalwerkzeug ist. Es wird betont, wie viele Funktionen da in einem Gerät stecken. Der Text listet das ja auf. Viel mehr als nur telefonieren, man schreibt Nachrichten, macht Fotos, hört Musik, sucht Infos im Netz, aber eben auch komplexere Sachen, wie der Text sagt. Online-Banking oder digitales Lernen. Was hier halt faszinierend dargestellt wird, ist diese extreme Bündelung von Möglichkeiten. Das Smartphone ist da quasi die Schnittstelle zur digitalen Welt, die uns immer begleitet. Mhm. Und hier wird es dann ja richtig interessant, wenn der Text die Vorteile anspricht. 2 Dinge werden da stark gemacht. Zeitersparnis und flexibles Arbeiten. Das klingt erstmal super, oder? Und das ist ja was, das kennen Sie sicher auch aus dem Alltag. Die Quelle deutet an, das gibt uns mehr Autonomie, schneller an Infos, arbeiten, wo man will. Wird das denn genauer erklärt, wie das gemeint ist? Naja, der Text bleibt da eher allgemein, aber die Richtung ist klar. Man kann Aufgaben effizienter erledigen, weil Infos und Kommunikation so schnell verfügbar sind. Ob man jetzt schnell den Weg sucht, eine Überweisung macht oder von unterwegs auf Arbeitsdateien zugreift, der Text suggeriert halt, dass die Technik Reibungspunkte im Alltag reduziert. Und Flexibilität meint wohl vor allem, dass man Arbeit und Privates räumlich und zeitlich nicht mehr so streng trennen muss. Das stellt der Text ja als positiv dar. Praktische Probleme, die kennt wohl jeder. Geräte gehen kaputt, man braucht Reparaturen. Und ein Wunderpunkt, den der Text nennt, der Akku ist oft zu schnell leer. Dieses ständige Suchen nach der nächsten Steckdose, das beschreibt die Quelle ja fast schon als modernen Alltagsstress. Ja, absolut. Diese alltäglichen Ärgernisse, die werden genannt. Das ist sozusagen der Preis dafür, dass alles immer verfügbar ist. Aber die Quelle bleibt nicht bei diesen, ich sag mal, oberflächlichen Dingen stehen. Es geht auch um ernstere Nachteile. Der Text erwähnt explizit die Sorge, dass viele Leute zu viel Zeit, das ist die Formulierung, am Handy oder Computer verbringen. Und es wird dann klar als ungesund bezeichnet, mit Verweis auf Folgen für Augen und Schlaf. Das ist schon eine deutliche Warnung im Material, finde ich. Das geht über Komfort hinaus. Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Es nervt nicht nur manchmal, sondern kann laut Text auch schädlich sein. Und dann kommt die Quelle ja noch auf ein anderes kritisches Thema: Datenschutz. Man soll im Internet vorsichtig sein, gerade beim Einkaufen. Die Tipps sind sehr konkret. Nicht nur auf Preis und Design gucken, sondern Datenschutz prüfen. Und ganz klassisch Kassenzettel aufheben. Warum wird es denn gerade beim Einkaufen so betont im Zusammenhang mit den Geräten? Naja,
Das ist ja eine logische Verbindung, die der Text da macht. Die Geräte, also Smartphone, Computer, das sind ja die Werkzeuge, die uns diesen Onlinehandel und den Informationsaustausch überhaupt erst zu ermöglichen. Jeder Klick, jede Transaktion hinterlässt Spuren. Der Text warnt also, diese Bequemlichkeit online macht uns gleichzeitig auch angreifbar für Datenmissbrauch. Die Ratschläge zielen darauf ab, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wenn man das ein bisschen weiterdenkt, geht es hier indirekt um das, was man digitale Mündigkeit nennen könnte. Digitale Mündigkeit, können Sie das kurz erklären? Was meint der Text damit, wenn er diese Vorsicht anmahnt? Im Grunde geht es darum, dass man lernt, sich kompetent und sicher und auch selbstbestimmt in dieser digitalen Welt zu bewegen, die uns die Geräte ja öffnen. Der Text gibt mit seinen Tipps Datenschutz checken, Belege aufheben, ja ganz praktische Bausteine dafür. Man soll halt nicht nur passiv konsumieren, sondern die Regeln und Risiken verstehen und dann auch entsprechend handeln können. Die Quelle fordert also indirekt auf, verlasst euch nicht blind auf die Technik, seid kritisch, gerade wenn es um eure Daten geht. Okay, verstehe. Aber trotz dieser doch ernsten Warnungen, Gesundheit, Datenschutz, malt der Text ja kein komplett schwarzes Bild. Im Gegenteil, es gibt diesen Abschnitt, der sagt, der Fortschritt geht weiter. Forscher entwickeln ständig Neues. Medikamente, Maschinen und das Ziel, so steht's da, ist, dass Menschen gesünder leben und das Leben moderner und bequemer wird. Da ist doch schon ein gewisser Optimismus drin, oder? Ja, ganz klar. Der Text hat hier so eine Art Grundvertrauen in den technischen Fortschritt, dass er das Leben besser macht. Die Nachteile werden zwar gesehen, aber die grundsätzliche Richtung wird positiv bewertet. Es ist diese Vorstellung, technische Innovationen lösen Probleme, heben den Lebensstandard durch bessere Gesundheit oder eben mehr Komfort. Dieser Fortschrittsglaube zieht sich durch die Quelle. Und dieser positive Ton kommt ja dann im Abschnitt Meine Meinung, der wohl zum Originaltext gehört, nochmal durch. Da heißt es, technische Geräte haben viele Vorteile, sparen Zeit, machen das Leben interessanter. Aber dann kommt dieses wichtige Aber, eine Einschränkung, die Sie ja vorhin schon angedeutet haben. Genau, dieser Abschnitt bringt die Ambivalenz schön auf den Punkt. Einerseits wird das Nützliche nochmal bestätigt, Zeit sparen, interessanteres Leben, wahrscheinlich wegen der vielen Infos und Unterhaltung. Andererseits kommt da aber ein ganz klarer Appell zur Mäßigung, zur Verantwortung. Es wird explizit gesagt, man soll bewusst auch mal Zeit ohne Handy oder Computer verbringen. Das ist die entscheidende Einschränkung zu der positiven Sicht. Also wenn wir das mal zuspitzen, was dieser Meine-Meinungsteil sagen will, Technik ist super, ein starkes Werkzeug, aber wir müssen aufpassen, dass wir die Kontrolle behalten, dass wir nicht irgendwie zu Sklaven unserer eigenen Erfindungen werden. Das trifft den Kern sehr gut. Ja, die Vorteile sind da, werden anerkannt. Aber die Gefahr der Abhängigkeit, der ungesunden Nutzung wird genauso klar gesehen. Der Text plädiert da wirklich für einen bewussten Umgang, selbstgesteuert. Es geht darum, eine Balance zu finden, die Vorteile nutzen, ohne dass die Nachteile Überhand nehmen oder unser Leben bestimmen. Die Frage, die der Text da indirekt stellt und die für Sie als Leser ja relevant ist: Wie sieht diese Balance im eigenen Alltag aus? Wo zieht man die Grenze? Ja, das ist eine gute Überleitung zum Schluss. Wenn wir jetzt mal alles zusammennehmen, was uns dieser Text mitgegeben hat, was sind so die Kernpunkte? Also, erstens, Technik ist fester Bestandteil unseres Lebens, nicht mehr wegzudenken. Sie ist tief drin im Alltag. Und gerade Computer und Smartphones bringen laut Quelle große Vorteile. Vor allem Zeitersparnis, Flexibilität in Job und Freizeit. Mhm. Gleichzeitig warnt der Text aber eben auch vor den Kehrseiten. Da sind diese praktischen Dinger wie kaputte Geräte, leere Akkus, schlimmer aber die gesundheitlichen Bedenken, die die Quelle nennt. Zu viel Nutzung, schlecht für Augen, Schlaf und eben die Datenschutzrisiken online. Der zentrale Appell, der sich da durchzieht, ist deshalb:
verantwortungsvoll nutzen, bewusst damit umgehen, Abhängigkeit vermeiden, aktiv für Ausgleich sorgen. Nur so kann man die Vorteile wirklich genießen. Es ist ein Plädoyer für einen, reflektierten Umgang mit Technik. Der Text endet ja mit diesem optimistischen Blick nach vorn. Fortschritt macht das Leben moderner und bequemer. Vielleicht daran anschließend noch ein letzter Gedanke für Sie zum Mitnehmen. Eine Frage, die der Text anstößt, aber nicht beantwortet. Könnte genau diese zunehmende Bequemlichkeit, dieses Streben nach immer einfacheren Abläufen durch Technik, vielleicht selbst eine neue, subtile Form der Abhängigkeit sein? Ein Risiko? Was passiert mit unserer Fähigkeit, Unbequemes auszuhalten oder Probleme selbst zu lösen, wenn uns die Technik immer mehr abnimmt? Das ist eine Frage, die Ihr Text aufwirft. Damit sind wir am Ende unserer gemeinsamen Betrachtung dieses Textes. Danke, dass Sie uns auf diese Erkundung mitgenommen haben.